Im Sommer des Jahres 2009 hatte Ron Pauls Gesetzesvorschlag zur Überprüfung der Fed bereits mehr als 280 Befürworter im Repräsentantenhaus. Aber die mächtigen Lobbyisten der privaten Fed konnten eine Abstimmung über den Gesetzesvorschlag im Senat verhindern. Dies weckte jedoch nur das öffentliche Interesse. I have another amendment. I have been informed that the majority plans to block consideration of this amendment, which is number 1367, regarding the transparency at the Federal Reserve. Madam President, I'd like to call up Amendment 1367. Without objection, the clerk will report. The Senator from South Carolina, Mr. DeMint, proposes an amendment number 1367. Senator from Nebraska. I make a point of order against the DeMint amendment that it's legislation on appropriations. Madam President? The point of order is well taken. The amendment. I regret the objection. The amendment falls. Die Leute begannen sich zu fragen, warum durfte es keine Buchprüfung der Federal Reserve geben? Die Fed ist noch nie geprüft worden während der gesamten Zeit, während den rund 90 Jahren, seitdem es die Fed gibt. Die mächtigste und unabhängigste Behörde. Sie ist nie auch nur einmal geprüft worden. Dies ist ein absolutes Verbrechen gegen die Freiheit dieses Landes. The freedoms of this country. Do you think it would cause problems for the Fed or for the economy if that legislation was to pass? My concern about the legislation is that if the GAO is auditing not only the operational aspects of our programs and the details of the programs, but is making judgments about our policy decisions, that would effectively be a takeover of monetary policy by the Congress. Is that your position, that this bill, if it were to be passed, would interfere directly with interest rates, setting interest rates? If we were to raise interest rates at a meeting and someone in the Congress didn't like that and said, I want the GAO to audit that decision, wouldn't that be viewed as an interference? I wouldn't think so. This is just reviewing it, and you can do what you want. Die Federal Reserve wurde noch nie von außerhalb einer Buchprüfung unterzogen. Wenn man sie überprüfen würde, dann könnten Greenspan, Bernanke und Volcker wahrscheinlich ins Gefängnis wandern. It was announced earlier today, that there will be a hearing on H.R. 1207, the bill to audit the Federal Reserve Bank. This will be the first independent audit in the Federal Reserve's 96-year history, and it's long overdue. Months ago, I asked the Vice Chairman of the Federal Reserve who received the $1 trillion in funds that the Federal Reserve has handed out to domestic institutions. He said, I'm not going to tell you. And then more recently, the Chairman of the Federal Reserve, I asked him who receives the $500 billion, we're talking about $500 billion, that the Federal Reserve handed over to foreign central banks. Who did they disseminate that money to? And he said, I don't know. $500 billion, and he doesn't know. It's long overdue. We need to audit the Federal Reserve, and I'm happy to say that we're going to have a hearing on that very soon. Der wirklich einzige Weg, auf dem Amerika sich aus der gegenwärtigen Misere befreien kann, ist die völlige Schließung der Federal Reserve. Die Fed loswerden. Man muss den Geldschöpfungsmechanismus zurück unter das Dach der Bundesregierung legen, anstatt ihn an die Fed auszulagern. Warum traten die Frontmänner der Bank, Alan Greenspan und Ben Bernanke, überall in den Nachrichten auf und sagten, dass sie über dem Gesetz stünden? What is the proper relationship, what should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? There is no other agency of government which can overrule actions that we take. What the relationships are don't frankly matter. Eine Graswurzelbewegung, die verlangt, dass die private Federal Reserve verstaatlicht wird, wurde im ganzen Land schlagartig größer. Die Dynamik hat sich verändert. Nun sind es die arroganten Zentralbanker, die es mit der Angst bekommen. Sie hatten geplant, ihre inszenierte Krise zu benutzen, um eine allmächtige Weltzentralbank einzuführen. Sofort wird jedes andere Land zur gleichen Zeit aktiv. Der Internationale Währungsfonds wird beim G20-Treffen erwähnt. Das heißt, dass er zur vollen Machtfülle gebracht werden müsse. Und wir brauchen ein zweites Bretton Woods für Weltsteuern. Was ist die Weltregierung? Jahrzehntelang haben die Medien ihre Existenz geleugnet. Und nun sagen sie, oh ja, es wird eine Weltregierung geben, eine neue Weltbank und wir werden an jene unsere Kohlenstoffsteuern zahlen. Worum handelt es sich? Es ist nichts weiter als eine private, feindselige Übernahme jeder souveränen Nation auf dieser Welt.
Und wenn man dann diese Philosophie dieser globalen Konzernhäuptlinge betrachtet, dann sieht man, dass es sich um die Dominanz über die Armen, die Bevölkerung dreht. Laut dieser Ansicht hat Menschenleben nicht nur einen geringen Wert, es hat einen negativen Wert. Egal was sie tun, sie haben ihre Begründung, dass es höheren Interessen dient, wenn man mehr Menschenleben beseitigt. And so no matter what they do, they have the rationale that it's in the greater interest to get rid of more human lives. They are so arrogant. Die sind so arrogant und selbstsicher. Sie sagen, ja, wir haben die Europäische Union geschaffen, wir haben den Euro geschaffen. Und das stammt von den Bilderberg-Leuten. Wir werden eine Weltbank erschaffen, wir werden eine Weltregierung erschaffen. Die verkünden das laut und deutlich. Plötzlich wurden ihre regionalen Frontbanken auf der ganzen Welt von souveränen Bevölkerungen als illegale Schattenregierungen entlarvt. Die Lenker hatten zu überhastet gehandelt und ihren Einfluss verraten. Völker auf dem ganzen Planeten durchschauten die Fassade des Establishments, durchschauten die Marionettenregierungen und sahen die globalen Architekten, die deren Fäden zogen. Wo ist das amerikanische Volk? Warum haben sie ihre Würde verloren? Was hält sie davon ab, sich dagegen zu äußern? Warum sind sie zu Duckmäusern geworden, die den Rattenfängern folgen? Wie können sie zu diesen armseligen Politikern aufschauen? Pathetic politicians. Go sit down. I have a question for this young man. He has the right to be represented. I'm his father, and I want to talk to you face to face. Why not a lobbyist with all kind of money to stuff in your pocket so that you can cheat the citizens of this country? So I'll leave, and you can do whatever the hell you please to do. One day God's gonna stand before you, and He's gonna judge you and the rest of your damn cronies up on the hill. And then you will get your just desserts. Während die Bevölkerung die Tatsache zu realisieren beginnt, dass Barack Obama kaltblütig die Versprechen gebrochen hat, die er dem amerikanischen Volk gegeben hatte, benutzen die Establishment-Medien und die führenden Demokraten die Taktik Teile und Herrsche. I think they're astroturf. You be the judge of carrying swastikas and symbols like that to a town meeting on health care. An overwhelming portion of the intensely demonstrated animosity toward President Barack Obama is based on the fact that he is a black man. Bei ihrem verzweifelten Versuch, ihre Agenda durchzuboxen, bringen sie nun die Faktoren Rasse und Klasse ins Spiel. You start to wonder whether in fact the word socialist is becoming a code word, whether or not socialist is becoming the new N-word. When I heard people going after the First Lady and the number of staff people they have, it sounds racist to me. Es ist von essentieller Bedeutung, dass das Establishment die Bevölkerung untereinander ausspielt. Republikaner gegen Demokraten, linksliberal gegen konservativ, schwarz gegen weiß. Solange die Menschen gegeneinander kämpfen, können sie nicht zusammenkommen und die Konzerndiktatur absetzen, welche sich auf kriminelle Art und Weise Macht angeeignet hat, mithilfe des Staatssicherheitsapparats. Genauso wie George W. Bush seine leichtgläubigen Wähler betrogen hat, muss nun Obama das Gleiche tun, weil er sich nur seinen Herren in Übersee gegenüber verpflichtet sieht. President Obama today nominated Ben Bernanke for a second four-year term as Federal Reserve Chairman. The president called his actions on the global financial crisis bold and out of the box. As an expert on the causes of the Great Depression, I'm sure Ben never imagined that he would be part of a team responsible for preventing another. But because of his background, his temperament, his courage, and his creativity, that's exactly what he has helped to achieve. And that is why I am reappointing him to another term as chairman of the Federal Reserve. Obama hat also durch seine Handlungen, ungeachtet seiner Worte, sehr deutlich gemacht, wem er gehört, für wen er arbeitet und wem er dient. Nicht dem amerikanischen Volk. Es ist so offensichtlich für jeden, der aufmerksam ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht wirklich die Kontrolle hat. Sei es nun Gerald Ford oder Jimmy Carter oder Ronald Reagan oder Clinton oder Bush oder der zweite Bush. Mit Obama ist es nicht anders. Und zu glauben, dass er eine unabhängige Person ist, ist einfach nur verrückt. Und wie Franklin Delano Roosevelt gesagt hat, Präsidenten werden ausgewählt, nicht gewählt.